Hi, ich bin Marty Fischer und ich zeige euch heute, wie man einen Song baut im Stil von Vulfpeck. Wenn irgendjemand von euch nicht weiß, wer Vulfpeck... Nein, Spaß. Also Vulfpeck ist eine Funkband aus dem Amerika, dem Fernen. Die haben sich 2011 gegründet aus 4 ultra talentierten Leuten in Ann Arbor, Michigan. Was immer amerikanisch ist, muss man genau so aussprechen. Die sind super talentiert, haben mittlerweile die ganze Welt bespielt in riesigen Konzerten und sie wechseln sich ab. Sie tauschen die Instrumente. Nicht alle 4, aber sie wechseln die Instrumente. Und es ist genauso geil. Dann sind die so in ihrer eigenen Hosentasche drin. Erklärung. Pocket ist ein anderes Wort für Groove. Wenn alle praktisch im Groove sind, dann ist es perfekt. Die ganze Band klingt wie eine Einheit. Dann sind sie aber nicht nur zu 4. Also wir sprechen hier von Jack Stratton, Joe Dart, Woody Goss und Theo Katzman. Manchmal holen sie sich auch noch Cory Wong dazu. Manchmal holen sie sich Antoine Stanley dazu. Manchmal holen sie sich, wie heißt denn der nochmal? Joey Dossick dazu. Oder manchmal auch Leute wie Michael Bland, David T. Walker oder James Gadson. Vulfpeck ist für mich eine dieser Ausnahmebands, so wie Toto oder Steely Dan oder Prince and the New Power Generation. Also wo du denkst, wow, ist das krass. Und da ist Vulfpeck für mich dabei. Die haben bereits etliche EPs und Alben. Ich habe alle von ihnen zu Hause auf Vinyl, denn ich bin Fan, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe mich für dieses Video an dem Style orientiert, den sie 2017 gefahren sind. Die haben wirklich in Wohnzimmern oder in Kellerräumen bei sich zu Hause irgendwo aufgenommen. Das Drum bestand eigentlich fast nur aus Kickdrum, Snare und Hi-Hat. Der Bass war vielleicht in einem kleinen Amp, aber die Gitarren waren auf jeden Fall direct in. Die Keys waren meistens irgendein Wurli oder ein Rhodes. Ich werde es hier mal ohne Gesang machen. Ich weiß, einige werden jetzt aufschreien, wie kannst du nur? Das machen wir vielleicht später mal. Jetzt erstmal so der grundsätzliche Sound von Vulfpeck. Wir beginnen mit dem Bass. Seine Heiligkeit Joe Dart. Was soll man da sagen? Der Mann hat 2 Signature-Bässe von Music Man. Ich hingegen nehme heute den 4-String Passive Fender Bass. Sein Spiel ist sehr, sehr kraftvoll. Der massiert richtig seinen Bass. Ist aber auch gleichzeitig sehr geschmeidig und sehr, sehr geschmackvoll. Und meistens, zumindest so früher, sehr, sehr oft staccato. So was Ähnliches probiere ich jetzt auch mal. Wer mitspielen will, ich bin in Fis. Dazu fallen einem doch bestimmt schon tolle Dinge ein. Ich würde sagen, als nächstes machen wir weiter mit den Drums. Wenn Jack Stratton, der eigentlich Drummer ist, lieber Gitarre spielen will oder Keys, dann kommt Theo Katzman von der Gitarre an die Drums und in diesem Fall mache ich hier den Theo. Was wir gleich hören werden, ist ein wunderbarer Disco-Beat, der gar nicht viel will, Hauptsache grooven. Zieht's mir schon die Socken aus. Und jetzt machen wir am besten mal weiter mit Keys. Hier residiert The Birdwatcher, The Professor, Woody Goss. Der Mann ist für mich, also alle hüpfen so irgendwie durch die Gegend, aber der schafft das einfach so, das ganze Ding so abzurunden. Hier werde ich auch so ganz spartanisch nach Goss-Art praktisch das Wurli so einmassieren. Denselben Take hören wir jetzt nochmal, aber achtet mal drauf, ich mache jetzt so ähnlich wie Jack Stratton, der meistens wahrscheinlich das Mixing macht, ein Tape-Echo noch dazu. Das heißt, ein Echo halt. Also ihr glaubt gar nicht, wie mich das freut, wenn das alles so zusammenkommt. Aber wahrscheinlich sieht man es mir an. Ich hab den besten Tipp für dich, da bin ich sicher. Hier kommt deine Empfehlung aus dem Hause Fischer. Wenn du auch ne groovy Website willst, so wie ich, dann komm näher und hör mir gefälligst zu, du Wicht. Kein Code, kein Stress, nix kompliziert. Mit Templates wird hier nix riskiert. Da wähl ich mir ein cooles aus und bastel meine Website draus. Yeah! Bei Squarespace habe ich meine Homepage. Für Kleinunternehmer werden Träume wahr. Rechnung, Zahlungseingangsüberprüfung, alles da. Termine online buchen, kein Problem. Du glaubst mir nicht, ich hab's selber gesehen. Und am Ende guckst du in deine Analytics rein. Mit Squarespace kannst du sehr erfolgreich sein. Wie mit dem 10% Rabattcode Marty Fischer. Das ist der beste Tipp für dich, ja.
Als nächstes machen wir weiter mit den Gitarren. Jetzt kommen wir zu Cory Wong. Also erstmal spielt er eine Stratocaster. Oder wie wir Fachleute sagen, eine Strat. Und die spielt er auf der 4. Pickup-Position, sodass der so richtig hell und hoch klingt, der Sound der Gitarre. Das ist praktisch Corys Signature Sound. Und dann spielt der verwandelt sein Handgelenk in Gummi und die Hand wabbelt so hin und her. Dabei ist er trotzdem super präzise und in Time. Also bitte. Und dann kann der auch noch mit der anderen Hand die Saiten so abdämpfen, dass nur eine Seite, obwohl der so macht, nur eine Seite klingt. Ich maße mir mal an, das jetzt zu probieren. Das hat doch geklappt. Jetzt machen wir Jack Stratton, der Kopf der Band. Ich sagte es bereits. Der hat wirklich, also der kommt auf Ideen, das ist sagenhaft. Siehst du, ich kann direkt gar nicht mehr reden. Und jetzt mache ich mal, wie er bei Cory Wong, also dem Song Cory Wong, der heißt so. Da spielen er und Cory eigentlich mehr so im gleichen Rhythmus. Aber ich glaube, hier mache ich mal so ein bisschen, ich gehe mehr so ganz stumpf auf die 1. Dies hier sind alle Zutaten. Jetzt könnten wir eigentlich schon loslegen, aber jetzt kommt wieder mein Lieblingssatz. Wolfpack wäre nicht Wolfpack, wenn Jack Stratton noch zwischendurch irgendwie Soundeffekte einbauen würde und das Video vor allen Dingen so schneidet, dass man selbst bei einem 720p Video 500% und mehr ranzoomt. Das wird, ich habe auch versucht, das Video so ein bisschen so zu bearbeiten. Und so macht man den Wolfpack-Sound. Leute, abonniert meinen Channel, liked das Video und schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblings-Wolfpack-Song ist. Und wenn ihr Wolfpack noch nicht kennt, dann checkt unbedingt Wolfpack ab. Dass man das heute überhaupt noch sagen muss, das ist ja wirklich unerhört. Und erzählt allen Leuten von Wolfpack. Ja. Tschüss.